Willkommen bei das Büro TV. Lang erwartet, endlich da. Der Steam-Controller ist heute bei mir eingetroffen. In der Packung natürlich der Controller selbst, ein Stick zum Verbinden und 2 nicht aufladbare Batterien. Dann noch eine Quick-Start-Anleitung und ein paar sinnlose Garantiezettel. Und noch ganz gut in der Packung versteckt, ein USB-Kabel für den Controller und ein Adapter, damit das Kabel auch als Verlängerung genutzt werden kann, um den Stick bequem auf dem Schreibtisch anschließen zu können. Der Controller orientiert sich am Xbox One Controller und hat dasselbe Tastenlayout. Das Besondere ist, dass es nur einen Stick gibt. Der rechte Stick sowie das Steuerkreuz wurden durch 2 Touchpads ersetzt und werden durch Streichen mit den Daumen bedient. Das hat auch den Vorteil, dass der rechte Stick jetzt zum Emulieren der Maus benutzt werden kann und man somit alle Spiele mit dem Controller spielen kann, auch wenn diese keinen Controller unterstützen. Es ist alles dabei, was man zum Starten braucht, also nichts wie einen PC und ausprobieren. Die Batterien werden vermutlich zur besseren Gewichtsverteilung in die seitlichen Griffe eingeschoben. Die drücken einen Plastikbolzen heraus, den man wieder drücken muss, um sie da wieder herauszukriegen. Das geht in beide Richtungen aber ungewöhnlich schwer. Für mich neu war, dass noch zusätzlich 2 Tasten in die Batterieabdeckklappe eingebaut wurden. Jetzt noch den Stick anschließen, Steam-Taste auf dem Controller drücken und los geht's. Der Controller verbindet sich per Stick mit dem Rechner und man kann fast sofort mit dem rechten Touchpad die Maus steuern. Die Trigger hinten dienen als linke und rechte Maustaste. Sehr praktisch. Die Maus entfällt auf der Couch jetzt somit komplett. Dann starten wir doch mal was. Nach der ersten Euphorie kommt aber auch die erste Enttäuschung. Auf dem Mac funktioniert das Ganze nicht so gut. Steam stürzt bei mir bei angeschlossenen Controllern sporadisch ab, manche Spiele lassen sich gar nicht starten und die Mausemulation bricht immer wieder mal komplett ab, sodass man den Controller durch Rausnehmen der Batterie oder ein Ausstecken des Sticks neu verbinden muss, damit er wieder funktioniert. Ich dachte schon, ich bin einfach zu blöd dazu. Entdeckte im Postfach aber eine E-Mail von Steam, in der beschrieben war, dass es auf dem Mac momentan noch zu Problemen kommen kann und an einem Fix gearbeitet wird. Nun gut, dann starten wir mal Windows. Die meisten Spiele spiele ich damit. Und hier scheint es wirklich doch um einiges besser zu funktionieren. Steam stürzt nicht ab und bietet mir auch gleich am Anfang ein Firmware-Update an, das ich natürlich sofort installiere. Wie spielt sich also jetzt der Controller, wenn er mal funktioniert? Wenn Steam läuft, wechseln wir durch das Drücken der Steam-Taste in den Big Picture Mode. Bei Spielen, die grundsätzlich auch auf den Konsolen zu finden sind und die auch ein Controller-Layout besitzen, ändert sich nicht viel. Nur dass wir jetzt mit dem Daumen per Touch die Kamera steuern. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig und es fehlt irgendwie der Gegendruck, der so ein Stick ausmacht. Vielleicht ist das auch Übungssache. Ich konnte aber zu Beginn nicht präzise genug steuern, zumindest nicht so, wie ich es mit einem Stick kann. Wer schon mal Shooter auf einem Notebook per Touchpad probiert hat, der weiß, was ihn erwartet. Wie sieht es aber mit Strategiespielen aus? Oder Spielen, die nur auf eine Maussteuerung ausgelegt sind? Nun, die Konfiguration geht überraschend einfach. Man sucht sich das Spiel aus, stellt eine vorkonfigurierte Tastbelegung ein, die sich zum Beispiel an der WSAD oder Maussteuerung orientiert, oder nimmt sich Zeit und belegt jede Taste von Hand. Das Konfigurationsmenü ist ordentlich aufgebaut, auch wenn man als Neueinsteiger von den ganzen Parametern und Einstellungen innerhalb einer Taste erstmal erschlagen wird. Gut, dass es genug schon fertig konfigurierte Sets gibt, die man nutzen kann. Im Spiel funktioniert alles wie eingestellt und man kann jederzeit per Steam-Taste die Konfiguration umbelegen. Man kann so alte Klassiker wie Half-Life 2, auf Maus ausgelegte Spiele wie This War of Mine oder Strategie-Aufbauspiele bequem ohne Maus von der Couch aus zocken.
Wobei man nicht vergessen sollte, bei fummeligen Sachen, wie zum Beispiel den Straßenbau in City Skylines, fehlt leider aber immer noch die Präzision einer Maus. Wenn man die Maus gewohnt ist, geht es damit immer noch am besten, auch wenn es deutlich bequemer ist, alles in einem Gerät zu haben. Ach ja, und momentan geht anscheinend noch nicht jedes Spiel. Bei The Forest ging bei mir gar nichts, obwohl eine entsprechende Konfiguration im Netz zu finden ist. Ich habe es zumindest nicht hingekriegt. Windows-Spieler, die gerne ihre Steam Games Collection von der Couch genießen, kriegen mit dem Steam-Controller ein Gerät, das Maus und Controller verbindet und sich für jedes beliebige Spiel konfigurieren lässt. Naja, für fast jedes. Wer die Maus gewohnt ist, soll aber zu Beginn keine Präzisionswunder erwarten. Die Maus bleibt in ihrer Präzision einfach unerreicht. Und für Mac-Spieler momentan noch nicht richtig nutzbar. Da muss Steam noch per Fix nachbessern. Und aufladbare Batterien hätten für den Preis auch dabei sein können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefällt, dann liked und subscribed. Bis zum nächsten Mal. Ciao.